nachher war es wirklich so, dann kurz vor der Hochzeit habe ich ganz, ganz komische Symptome gehabt. Also die Müdigkeit wurde wieder schlimmer. Ich hatte dann totale Schmerzen in der Brust, Herzrasen, auch so das Gefühl, manchmal zu ersticken. Meine Libido war gleich 0. Herzlich willkommen, Jasmin, hier in unserem Studio in Thun. So schön, dass du hier bist. Ich freue mich ebenfalls sehr. Und heute sprechen wir über deine Geschichte und wir haben schon zusammen telefoniert. Und deine Geschichte geht sehr, sehr tief. Sehr tief und ist sehr persönlich. Wir sprechen nämlich über deinen Brustkrebs, über die Breast Implant Illness, Endometriose und was der IBV alles damit zu tun hat. Sag doch noch kurz was über dich. Genau, neben meinen Krankheiten, ich heiße Jasmin. Ich komme aus der Schweiz, bin verheiratet seit 4 Jahren, das muss ich gerade überlegen, bin ein bisschen nervös. Und bin eigentlich Grundschullehrerin, bin mich jetzt aber gerade am Weiterentwickeln und möchte gerne in der Ernährungsberatung Fuß fassen, weil da so ein bisschen auch mein Herzblut steckt. Genau. Mega schön. Und wie alt bist du? 35. 35, damit wir so ein bisschen den Zeitrahmen haben, wann alles angefangen hat, weil bei dir ist ja alles sehr jung passiert. Eigentlich zu einer Zeit, wo man gerade anfängt, das Leben zu entdecken und zu schauen, wer möchte ich sein, was möchte ich im Leben erreichen. Wann war der Tag, wo du gemerkt hast, okay, irgendetwas stimmt mit mir nicht, irgendetwas ist anders? Das war eigentlich schon als Kind. Da hatte ich diverse Mittelohrenentzündungen, also ich musste immer wieder Antibiotika schlucken, schon sehr, sehr früh. Auch so Viruswarzen bekam ich, also im ganzen Körper, wo niemand richtig wusste, woher ist das, warum hast du das. Auch die Ärzte wirklich ratlos waren. Und dann ging es weiter, eigentlich so als Teenager hatte ich ständig Migräne, Kopfschmerzen, sehr, sehr starke Akne und mit meiner Menstruation extrem Probleme, also Schmerzen, sehr, sehr starke Blutungen auch, wo mir dann einfach halt die Pille verschrieben wurde und gesagt, ja, da geht die Akne weg und die Schmerzen werden besser. Das habe ich alles auch gemacht, das ging dann wirklich eine Zeit lang gut, bis dann irgendwann auch die Verdauung nicht mehr so mitspielte. Da kamen so Beschwerden, wie wenn ich Milchprodukte konsumiert habe ich einen starken Blähbauch, Durchfall, Verstopfung gekriegt. Und ich dachte damals immer, das ist so normal, wenn man das isst, dass man so einen Bauch hat. Und da ging ich dann wirklich zum Arzt und ließ das abklären und dann hieß es, ja, Sie haben eine Laktoseintoleranz und da müsste ich jetzt halt die Laktose meiden, ich könnte aber Ersatzprodukte essen. Und damals gab es eigentlich noch ziemlich wenig. Also ja, dann war für mich schon mal klar, ich muss da auch in der Ernährung ein bisschen was ändern. Und es wurde aber nicht wirklich besser. Und da merkte ich auch schon, dass ich auch auf zum Teil Weizen sehr komisch reagiere. Aber das Gluten war bei mir anscheinend nicht, also ich hatte keine Zöliakie, das wurde alles abgeklärt. Und ja, dann lief es mal so weiter. Ich war nicht ständig müde, auch nach dem Arbeiten sehr müde. Und ich war auch sehr, sehr bleich im Gesicht. Also ich habe eine helle Hautfarbe, aber manchmal auch so auf Bildern, dass ich selber dachte, hey, ich sehe aus wie eine Leiche, ganz komisch. Und dann war es so, als ich mit 25 mit meinem Partner damals zusammen war, ertastete ich plötzlich in meiner rechten Brust einen Knoten. Und für mich war eigentlich an diesem Abend klar, du hast Krebs. Also das kann gar nicht anders sein. Ich habe es gefühlt. Auch als Grund, weil meine ganze Familie, also meine Cousine, meine Tanten, die hatten alle Brustkrebs. Und meine Cousine, die ist 20 Jahre älter als ich, hatte aber wirklich ganz, ganz oft Brustkrebs gehabt. Und da war für mich klar, nee, es kann gar nicht anders sein. Das ist Krebs. Und dann habe ich das dann meinen Eltern erzählt. Und natürlich alle, nee, das kann ja auch irgendwie ein Knoten sein. Mach dir keine Gedanken, geh mal zum Arzt, lass es abklären. Und das habe ich dann auch gemacht, einen Ultraschall damals noch. Und ich weiß noch genau, da hat mich der Arzt angeschaut und gesagt, nee, Sie sind so jung. So jung hat man keinen Krebs. Und genetisch bedingt, das kommt nur auf 5% vor. Das sind Sie nicht. Und schauen Sie mal im Bild, das sieht alles ganz normal aus. Es kann irgendwie ein Fettgeschwulst oder ein gutartiger Tumor sein. Nee, machen Sie sich keine Sorgen. Sie können
in einem Monat, 2 zur Frauenärztin, dann lassen Sie es nochmal abklären. Sie können auch eine Mammographie machen, aber das ist nichts. Und dann bin ich zu dieser Frauenärztin und ich muss sagen, ich war vorher wirklich ziemlich lange nicht mehr bei einer Frauenärztin. Ich habe das alles beim Hausarzt gemacht und kam dann schon und die hat mich dann schon so ein bisschen angeschaut und gesagt, ja, tun Sie nicht so, Sie sind so jung, Sie sind gesund, Sie haben doch nichts und wir machen jetzt diese Mammographie, aber da wird nichts rauskommen. Und dann haben wir die gemacht und da kam dann der Arzt wieder raus und sagte, nee, da ist nichts und Sie sind zwar jung, das Brustgewebe ist ziemlich dicht, man sieht nicht so viel, aber nee, das ist nichts. Aber wir können noch mal schnell Ultraschall machen, da kann ich noch mal nachschauen. Und das haben wir dann gemacht. Und er sagte, nee, ich kann Ihnen zu 100% sagen, Sie haben keinen Krebs. Und ich bin raus und habe geweint und gesagt, nee, die nehmen mich alle nicht ernst. Und da war meine damalige Freundin dabei und die hat gesagt, nee, der wird recht haben, dass, wenn sie auf dem Bild so ist, dann kann es nicht Krebs sein. Und ich habe dann immer wieder gekämpft und gesagt, nee, ich will ein MRI, ich will in diese Röhre, ich will das genau abklären. Und das habe ich dann nach einem halben Jahr gemacht und ich habe dann wirklich ein halbes Jahr täglich nachgeschaut, gegoogelt, was kann man tun gegen Krebs, wie fühlt sich das an, wie kann man das selber merken, was ist nachher, was für Therapien musst du machen und habe mich damit eigentlich schon auseinandergesetzt, dass ich eigentlich Krebs habe, obwohl ich die Diagnose nicht hatte. Und dann ging ich in diesen Spital und dachte, ja, und jetzt kommt meine Diagnose. Also es klingt total blöd, aber ich hatte Freude, weil ich dachte, jetzt kommt der Tag, wo sie mir sagen, du hast Krebs und jetzt kann ich kämpfen. Man nimmt mich ernst. Und dann ging ich in diese Röhren. Es war wieder dieser Arzt, dieser Radiologe. Der gleiche? Genau. Und der schaute mich an. Ja, Sie sind wieder da. Okay, schauen wir uns das mal in der Röhre an. Die Hypochonderin kommt Genau, wieder. richtig. Und der hat das wieder angeschaut und kam raus. Und ich habe gesagt, ich will am Schluss, Sie müssen mir einfach kurz sagen, was Sie sehen. Es geht ja meistens ein bisschen länger, bis dann die Auswertung kommt. Und da kam er raus und hat geschaut und gesagt, nee, Sie haben nichts. Ich habe Ihnen doch gesagt, 100%ig, Sie haben nichts. Sie sind gesund. Aber wir können noch mal schnell einen Ultraschall machen zur Beruhigung. Und dann bin ich rein und dachte, okay, lass es dir noch mal machen und dann schauen wir noch mal. Und ich habe das Bild angeschaut und gedacht, das ist Krebs. Für mich war es einfach klar. Und da hat er mich weggeschickt und gesagt, nee, mach den Bericht, aber das ist kein Krebs. Und dann ging ich eine Woche später wieder zu dieser Frauenärztin. Dann sagt sie, nee, schauen Sie, Sie haben nichts, Sie haben wirklich nichts, das ist irgendein Fettgeschwulst, Sie bilden sich da was ein. Da kam meine Mutter noch mit, weil ich wirklich Angst hatte und dachte, ich brauche jemanden zur Unterstützung. Und da musste ich weinen. Und ich habe wirklich geweint und gesagt, ich habe so Schmerzen, als würde mir ein Messer in die Brust stechen und rumdrehen und wieder rausziehen. Und dann hat sie mich angeschaut und gesagt, na tun Sie nicht so. Nehmen Sie ein bisschen Magnesium, das geht schon weg. Jetzt hören Sie auf und dann kommen Sie in einem halben Jahr wieder und dann schauen wir es uns wieder an. Dann bin ich raus und hat meine Mutter gesagt, dahin gehe ich nie mehr. Die hat mich weder angehört, mir zugehört, noch irgendwie mich ernst genommen. Und dann bin ich nachher, glaube ich, habe ich direkt einen Termin bei meiner neuen Frauenärztin gemacht. Das ist jetzt auch eine sehr, sehr gute Freundin von mir. Die hat mich, glaube ich, einen Tag später hat die mich genommen, das angeschaut und gesagt, ja, bei ihr sieht es auch aus, als wäre es gutartig. Aber sie kennt da jemanden, der auch gutartige Geschwulste mit einer Biopsie wirklich vollständig rausnehmen kann. Ich soll doch das machen, dann kann ich beruhigt sein, weil dann wird es untersucht. Und ich müsse dazu aber auf Bern gehen. Und ja, es war für mich ein weiter Weg, aber ich dachte, nee, komm, das machst du. Und dann hatte ich wirklich, glaube ich, 2 Wochen später diesen Termin. Dann bin ich da mit dem Zug hingefahren, auch mit einer Freundin zusammen. Und dann bin ich da angekommen. Das war so ein alter Professor, ja, der kannte sich ja wirklich gut aus. Und ich habe mich sehr wohl gefühlt. Und der hat es zuerst auch angeschaut, in einem Ultraschall, aber so einen speziellen, glaube ich, 3D. Und der hat es angeschaut und schaute mich an und sagte, das sieht nicht normal aus. Das sieht ganz komisch aus. Und da hatte ich wieder das Gefühl, der sieht es jetzt wirklich. Und da haben sie mir das ganze Ding mit dieser Biopsie rausgenommen. Das ging so eine Stunde. Da habe ich sie dann betäubt. Und ja, du spürst schon was, es ist nicht ganz angenehm. Rausgenommen. Und dann kam so ein Riesenverband. Dann bin ich dann nach Hause gegangen, wirklich mit dem Zug noch damals. Und bin dann zu Hause angekommen und er hat mir gesagt, ja, das dauert sicher 2, 3 Tage. Ja. Und ich rufe Ihnen dann an, das Ergebnis. Und dann bekam ich am nächsten Tag, das war irgendwie der Freitagabend, bekam ich ein Telefon von meiner Frauenärztin.
und sagt, du musst vorbeikommen. Und ich so, ja, aber ich muss ja vom Arzt den Bescheid haben. Nee, du musst vorbeikommen. Und ich so, ja, es ist Krebs. Das kann ich dir nicht am Telefon sagen. Und dann bin ich runter in die Küche, ich war damals bei meinen Eltern und habe geweint und gesagt, ich bin glücklich, aber ich weiß jetzt, es ist Krebs. Und dann mein Vater immer noch, nee, das hat sie dir ja gar nicht gesagt, vielleicht ist es einfach was anderes. Ich so, nee, es ist Krebs. Und bin dahin und die hat geweint und mich angeschaut und gesagt, ich hätte dir von Anfang an glauben sollen und du hast Krebs. Und dann war für mich so einerseits die Welt zusammengebrochen und andererseits war so, endlich. Endlich habe ich die Diagnose, endlich hört mich jemand. Ja. Und bin dann raus mit meiner Mutter. Es hat geschneit an diesem Tag, das war im November 2012. Und da wusste ich, jetzt musst du kämpfen. Aber es wird gut. Also ich wusste es vom ersten Tag an, jetzt musst du kämpfen, aber es wird alles gut. Ja, du hast so eine starke Intuition, gell? Das ist unglaublich. Ja. Genau. Was ich auch schön fand jetzt bei dieser Geschichte, dass deine neue Gynäkologin, die jetzt auch eine Freundin von dir ist, wirklich geweint hat, weil sie da so im Mitgefühl war, auch weil sie einfach gespürt hat, dass da Unrecht passiert ist. Und ich denke, das ist das große Manko in der Schulmedizin, wenn man sich eben nach Zahlen und Bildern orientiert, dass man nicht dem Patienten zuhört. Und wir wissen einfach mehr, also jeder Mensch weiß mehr über sich. Wir sind ja nicht nur Materie, unser Geist und unsere Seele, die sprechen ja mit. Das ist ja alles in allem, also muss man denen auch zuhören. Also richtig faszinierend und auch mega gut, dass du dran geblieben bist. Weißt du, dass du diese innere Stärke hast, zu sagen, oh nein, und ich gehe weiter. Weil das war ja auch mega krass, oder? Man kommt sich ja so dumm vor. Total. Dann gehst du nochmal, man wird schon angeschaut, jetzt schon die wieder. Genau. Kennen wir. Ja. Genau, es war auch bei meinen Freunden so, also einige, die haben sich dann wirklich auch distanziert von mir und gesagt, nee, die spinnt. Ich habe dann auch meinen damaligen Freund verloren, weil der gesagt hat, du bist nur noch am Weinen, du bist so negativ und du spinnst dir da was zusammen und das stimmt doch alles gar nicht. Und ich wusste aber, nee, ich weiß es ganz genau, wenn du selbst Krebs hast, das spürst du einfach. Da spürst du, dass etwas mit dir nicht stimmt, dass dein Körper irgendwie nicht mehr derselbe ist. Ja. Wahnsinn. Ja, und dann bist du mit deiner Mama, du hast gerade gesagt, es hat geschneit, gell, im November 2012. Genau. Bin ich dann wirklich in meine damalige Wohnung bei meinem Bruder, habe alles zusammengepackt, habe auf der Arbeit angerufen, gesagt, ich habe Krebs, ich komme nicht mehr, aber da hat es mein Schulleiter damals hat's gewusst. Von dem habe ich es auch von Anfang an gesagt, du, ich glaube, in einem halben Jahr kommt dann die Diagnose, du weißt es aber jetzt schon. Und der hat sich auf alles eingestellt und gesagt, nee, ist gut, du nimmst jetzt deine Zeit. Dann habe ich alles zusammengepackt, bin zu meinen Eltern nach Hause und dann ging es eigentlich Schlag auf Schlag. Dann kam die Operation, die habe ich damals dann wirklich bei diesem Professor in Bern gemacht, weil der mir wirklich auch sehr ans Herz gelegt wurde und er mich ja auch wirklich wahrgenommen hat. Und dann habe ich das alles gemacht, habe zwischendurch auch mal wieder ein Tief gehabt, natürlich geweint und gemerkt, jetzt verlierst du dann deine Haare, du hast nicht mehr ganz die gleiche Brust, du bist alleine, du hast keinen Partner. Es wird nicht mehr so sein wie früher, dein ganzer Körper wird sich verändern. Aber das ging nicht lange. Also ich war dann immer wieder so weit. Ich habe mich immer, das klingt total doof, aber ich habe mich immer wieder auf die nächsten Schritte gefreut, weil es ging immer vorwärts. Ja. Und dann war es so, dass ich dann zuerst die Eizellen rausnehmen musste, weil man mir gesagt hat, ja, mit diesen Krebsbehandlungen da kannst du unfruchtbar werden. Und damals war ich noch 25 und noch keine Familie zum Glück damals aber. Und da wusste ich, ich weiß nicht, ob ich jemals Kinder möchte, aber ich will mir einfach die Chance nicht vergeben und darum habe ich das dann gemacht. Ja, schön. Und nachher fing dann eigentlich gleich auch schon die Chemotherapie an. Die habe ich in St. Gallen dann gemacht. Bei einem ganz, ganz, ganz tollen Arzt, der hat mich immer wieder angehört und meine Fragen, ich habe den gelöchert, weil ich alles nachgelesen habe und wirklich gefragt. Der informierte Patient. Ja, ja, richtig. Und ich war total nervig, weil ich wieder irgendwas gelesen hatte und gesagt, nee, und diese Nebenwirkung habe ich. Und ich habe auch alles ausprobiert. Also man hat mir dann gesagt, ja, von dieser Chemo können deine Nägel abfaulen. Da habe ich gedacht, nee, das will ich nicht. Und dann bin ich ein bisschen nachforschen gegangen, habe dann meine Nägel schwarz angestrichen, Gelnägel gemacht. Und die haben wirklich gehalten, also so als Tipp für alle, die an der Chemo sind. Ja. Und habe dann auch meine Haare abrasiert.
und habe mir dann etwa 5 Perücken zugetan, auch eine rothaarige übrigens, weil ich mir einfach mal gewünscht habe, lange, schöne Haare zu haben, blonde Haare, schwarze, rote, egal was. Und ich habe mir dann so als Ziel genommen, bei jeder Chemo einfach wieder anders auszusehen, mich zu schminken, zu stylen und auch meine Ärzte und meine Krankenschwestern immer wieder zu überraschen und ein Lächeln auf ihr Gesicht zu zaubern. Und bin dann so angetreten und ja, für mich war es immer wie so ein Spiel. Ich habe es gar nicht so wahrgenommen, dass du jetzt krank bist und dahin gehst, weil du ja wirklich krank bist, sondern ich gehe jetzt dahin, ich erhalte jetzt diesen Cocktail, setze mich dahin, mache ein paar Sprüche. Es ging mir dann meistens auch gut und ich habe, glaube ich, auch ganz viele Patienten genervt, weil ich man so gut ja, wirklich. Was macht die Witze? Es war wirklich mal ein älterer Herr da und dann habe ich Witze gemacht, ich weiß doch auch nicht mehr über was, und da hat er gesagt, hey, ein bisschen ernst, das ist im Fall nicht lustig hier. Und ich dachte, ja, das weiß ich, wir sind alle. Deswegen mache ich Witze, richtig. Weil es so traurig ist, weil ich nicht weinen möchte. Richtig, genau. Und das hat mir wirklich gut getan. Und ich habe das eigentlich sehr, sehr gut überstanden. Aber es gab natürlich auch Momente, vor allem auch, weil die Chemo war bei mir in kleinen Abständen, weil ich ja so jung und gesund war. Und da musste ich ziemlich kurze Pausen dazwischen haben. Was heißt das denn? Normalerweise sind die so 4 Wochen und bei mir waren es teilweise 2 oder 3 Wochen. Und dann bekam ich immer so eine Spritze, ich weiß gar nicht, wie die heißt, damit die Leukozyten, also die weißen Blutkörperchen, sich wieder bilden können. Und das war dann so, dass ich manchmal dann nach der Chemo nach Hause ging. Und dann hast du hier hinten solche Schmerzen, dass du einfach nur, du weißt nicht, stehst du, sollst du liegen, sollst du sitzen. Da habe ich manchmal so geschreit, ich habe die ganze Hütte zusammengeschreit und meine Mutter hat mich dann einfach nur noch gehalten und gedacht, hey, geh endlich weg. Das war nicht einfach. Also es ist nicht so, dass die Chemo ein Spaziergang ist, auf keinen Fall, aber es gibt einfach so Dinge, die ich für mich machen musste, dass es für mich einfach wurde. Ja. Genau. Ja, und dann halt auch so die Nebenwirkungen, die ich hatte. Ich musste auch viele Chemos abbrechen, weil ich teilweise nicht mal mehr auf meinen Füßen stehen konnte, weil die so rot wurden und ich richtig Gefühlsstörungen hatte. Dann haben sie ganz, ganz viele andere ausprobiert, bis es dann wieder ging. Und da war schon für mich mal der erste Knackpunkt, okay, ich reagiere auf ganz, ganz viele verschiedene Dinge und andere Menschen haben das irgendwie nicht. Und dann habe ich einfach gemerkt, ich muss mehr auf meinen Körper hören. Der wird mir schon sagen, was gut ist und was nicht. Ja, das ist auch die Schwierigkeit. Gell? Es werden einfach so Therapiemöglichkeiten vorgeschlagen und man ist so aufgeschmissen. Du hast es ja nicht studiert. Was soll das bedeuten, dieses Medikament oder diese Chemo, um das rauszufinden? Und für die Ärzte ist es ja auch nicht leicht, weil jeder Mensch ist wieder anders. Genau. Das stelle ich mir schon sehr beängstigend vor. Und gerade in dieser Schmerzwelt. Wie hast du das gemacht? Du hast jetzt dieses Bild beschrieben, wo deine Mama dich festgehalten hat, weil du so geschrien hast. Das ist ja traumatisch. Das hat sich ja auch festgesetzt in deinem Körper. Wie hast du das nach Schmerzattacken, wie bist du damit umgegangen? Die Frage, also ich habe vieles probiert. Es gibt ja solche, die sagen, ja, du kannst mit Meditation vieles erreichen, die Bilder, die du dir vorstellst. Ich kann es dir gar nicht mal sagen. Ich habe einfach immer gedacht, ich werde gesund, das kommt alles wieder. Du gibst deinem Körper jetzt einfach diese Ruhe. Ich kann es dir gar nicht genau sagen. Also ich habe vieles ausprobiert, aber für mich war es einfach immer, ich habe mich gesehen, gesund, mit Haaren, wieder ganz normale Dinge tun. Und es gab für mich keine andere Option. Und auch wenn dieser Schmerz da war, ich habe dann mir immer gesagt, nee, das muss jetzt sein, das ertrage ich jetzt, ich bin keine Memme, das schaffe ich. Und dann ging es weiter. Und dann habe ich aber auch angefangen, nebenbei wirklich mich so in der Ernährung mal so umzusehen, was gibt es da so, weil ich wurde ja wirklich immer schwächer, also ich konnte auch nichts mehr essen teilweise, ich habe sehr stark abgenommen. Obwohl damals mir die Ärzte gesagt haben, ja, mit Cortison, dann nimmst du eher zu und wirst fester. Das war bei mir gar nicht der Fall. Und dann habe ich angefangen, Bücher zu lesen über wirklich vegane Ernährung und bin dann auf den Glowing Green Smoothie, hieß der, glaube ich, gestoßen und habe den jeden Morgen getrunken. Das war anfangs ziemlich eklig, so ein grünes Zeug. Der ist aus Spinat, Grünkohl, glaube ich, dann Banane, Apfel. Ich weiß gar nicht, diese Zutaten und aber mehr war es nicht. Ein bisschen Wasser noch und dann habe ich den wirklich getrunken. Ich habe einen ziemlich schlechten Mixer gehabt und das sah dann auch nicht so appetitlich aus.
Und meine Eltern dachten, na, was spinnt die jetzt, was macht die jetzt da? Und den habe ich getrunken. Hey, und das war so krass, ich bekam so eine Energie. Ich konnte plötzlich, ging ich wieder spazieren, ich konnte wieder an die frische Luft. Ich bin dann sogar mit meinem Vater joggen gegangen während der Chemo, völlig, also wirklich krank, aber es ging irgendwie. Nachher war es natürlich auch wieder dann fertig, aber ich musste das irgendwie machen. Und das war für mich so der erste Punkt, wow, okay, da kann man auch was anderes tun. Genau. Und wie lange hast du das gemacht mit diesem grünen Smoothie, wo du gemerkt hast, oh, jetzt kommt irgendwie Energie zurück? Eigentlich nachher immer. Also ich habe das eigentlich durchgezogen, bis ich wieder arbeiten konnte. Und dann hat sich das so ein bisschen im Sand verlaufen. Ich war dann zwar immer noch mehrheitlich vegan, also natürlich Schritt für Schritt, du kannst ja nicht direkt alles auf einmal machen. Und dann habe ich einfach weiter ausprobiert, aber da war immer ein Teil. Also ich habe danach natürlich verändert und andere Zutaten hineingemischt, aber es war immer ein Teil von meiner Heilgeschichte eigentlich, dieser Smoothie. Genau. Und wie lange ging die ganze Chemo-Episode? Das ist, glaube ich, so nicht ganz ein Jahr gegangen. Ha, schon lange. Und dann kam wirklich eine Pause auch und dann hieß es dann, jetzt musst du noch eine Bestrahlung machen. Und da ging ich zuerst zu einem Arzt. Da war ich so enttäuscht. Da ging ich hin und dachte, ja, der hilft mir jetzt, erklärt mir jetzt, was zu tun ist. Und ich wollte mit meiner Familie noch Sommerferien machen, weil ich einfach die Energie wieder brauchte, ein bisschen an die Sonne. Und wir haben uns alle, auch meine Brüder, haben sich total darauf gefreut. Und dann schaut er mich an und sagt, nee, das geht nicht. Sie müssen jetzt sofort starten, weil sonst werden Sie die nächsten 5 Jahre nicht mehr überleben. Und da saß ich dann und sagte, nee, geht's noch? Und dann saß mein Vater neben mir. Das ist auch wieder so eine Aussage. Richtig. Richtig. Nimmt einem ja alle Energie und Hoffnung. Genau. Also du sitzt da und denkst, okay, ich bin 26, der sagt mir jetzt ins Gesicht, du wirst die nächsten 5 Jahre sonst nicht mehr überleben. Da musst du ja. Und dann hatten sie mir schon eingezeichnet, dann bekommst du alles eingezeichnet, wo die Strahlen hinkommen. Und da hat er mir einen Stift in die Hand gedrückt und gesagt, naja, wenn es zu Hause dann weggeht, dann kannst du einfach nachfahren. Ich sage, spinnt der? Das geht doch nicht. Die Strahlen müssen ja genau dorthin, wo sie hingehören, nicht irgendwo sonst. Und da kam er wieder mit diesem Spruch und dann hat mein Vater mich angeschaut und gesagt, jetzt gehen wir. Und dann sind wir raus und wir sind nie mehr gekommen. Also da war für mich wie klar, nee, dahin will ich nicht. Ja, was hat dein Vater noch dazu gesagt? Wie er zu diesem Entschluss kam? Er sagte, er wollte eigentlich schon früher was sagen, aber er dachte, ich bin ein erwachsener Mensch, das muss ich für mich entscheiden. In dem Moment ist man kein Erwachsener. Richtig. Und darum hat er wie entschieden, jetzt gehen wir. Das geht so nicht. Gut. Genau. Und dann bin ich nachher wieder zu meiner Frauenärztin gesagt, ich brauche jemanden, der wirklich gut ist. Und die hat mir dann wirklich einen ganz, ganz tollen Arzt empfohlen. Da bin ich hin und habe von Anfang an gesagt, ich will meine Ferien, ich brauche diese Ferien. Und er hat gesagt, das ist doch kein Problem. Sie kommen dann, wenn Sie bereit sind. Sie haben jetzt eine Chemo hinter sich, Sie haben die Operation hinter sich. Machen Sie sich keine Gedanken, der Krebs wird jetzt nicht gleich wieder kommen. Ja. Und da war für mich klar, das mache ich. Und dann habe ich anschließend dann wirklich nach meinen Ferien dann die Bestrahlung gestartet. Genau. Und dann kam dann so die Zeit, wo die Müdigkeit, diese heißt ja in der Krebstherapie diese Fatigue, also das Fatigue-Syndrom, das ist dann wirklich einfach die Erschöpfung. Das haben ganz, ganz viele Krebspatientinnen und Patienten. Und die wurde dann aber so stark, dass ich teilweise nach der Bestrahlung wirklich im Auto eingepennt bin. Und zum Beispiel mein Bruder dabei war, der dachte, hey, nee, was ist das? Das ist ja krass. Also da konnte er das auch nicht verstehen. Und mein Onkologe sagte immer, nee, das geht dann wieder weg nach der Therapie, dann bist du wieder fit und dann kannst du wieder normal arbeiten. Und vielleicht musst du mal Eisenstatus prüfen und B12, das haben wir dann alles gemacht und es ging einfach nicht weg. Also die Therapie war dann zu Ende, ich musste dann, glaube ich, 5,5 Wochen jeden Tag diese Bestrahlung machen und bin dann jeden Tag mit meinem Vater oder Bruder oder wem auch immer eine ziemlich lange Strecke gefahren, weil es bei uns in der Nähe das nicht gab. Und habe aber immer ein Fest gehabt. Auch wenn ich müde war, haben wir Musik gehört und ein bisschen, ja, einfach gute Laune verstreut und es war halb so schlimm. Das ist auch so wichtig, gell? Dass du hast es schon vorhin erwähnt mit den verschiedenen Perücken, die du gekauft hast, dass man die Highlights sich macht selbst, Genau. auch in der Krankheitsphase. Ja. Genau. Das war dann für mich immer, logisch war ich natürlich total müde und erschöpft nach der Therapie, aber es war für mich einfach, ich kann mich ins Auto setzen, gute Musik hören und ich muss ja gar nichts mehr. Ich kann ja nach Hause und kann mir nachher dann die Ruhe gönnen.
Und das war irgendwie ein toller Moment, weil ich habe dann auch die Zeit alleine mit meinem Vater genossen, das hatte ich sonst ja auch nie. Oder auch mit meinem Bruder so lange einfach im Auto unterwegs und man hat dann über Dinge gesprochen, die man sonst vielleicht nie miteinander besprochen hat. Und das war auch eine wichtige Zeit. Genau. Ja, und dann irgendwann kam es so weit, dass ich dann meine Perücke ganz weggelassen habe. Und das war für mich ein ganz schwieriger Schritt, weil ich sehr, sehr ein oberflächlicher Mensch war mir gegenüber. Ich musste immer perfekt aussehen, immer möglichst nicht krank aussehen, gestylt sein. Und dann den ersten Moment, wo ich die wegnahm und dann in diese Bestrahlung ging, da waren auch viele Junge, auch Pfleger da. Und ich dachte, oh mein Gott, jetzt sehen die mich mit so kurzen Haaren. Und da kam einer und sagte, nee, bist du's? Und ich so, ja, es sieht so klasse aus. Und ich natürlich total gestrahlt und so, okay, gut, ich sehe immer noch einigermaßen gut aus. Ja, das hat mir auch so eine Freude bereitet, dass es auch so weitergeht, egal ob du kurze, lange oder gar keine Haare hast. Du bist immer noch weiblich und du bist immer noch ein Stück dich selbst, egal was jetzt passiert ist mit dir. Genau. Schön. Und dann, wie ging es weiter? Du warst jetzt erschöpft. Genau. Und diese Erschöpfung ging nicht wirklich weg. Genau. Also es wurde dir eigentlich gesagt, nach der Bestrahlung kannst du auch wieder arbeiten gehen, du kannst wieder einsteigen. Was wurde da eigentlich gesagt? Nicht gleich 100%, oder? Nee. Was wird da so empfohlen? Also meistens ist es wirklich so, dass man sich mal zuerst eine Zeit nimmt, weil viele denken, ja, jetzt hast du die Therapie hinter dir, jetzt bist du ja wieder gesund, du hast keinen Krebs, wie die Hui. So ist es natürlich nicht. Dir geht es eigentlich total verschissen, weil, Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber du bist dann so am Ende, du hast alles über dich ergehen lassen, dein Körper muss sich jetzt erst wieder anfangen aufzubauen. Dein Immunsystem ist ja wirklich eigentlich gleich null. Und das braucht einfach seine Zeit. Und ich habe dann anfangs so ein bisschen mich im Stich gelassen gefühlt, weil während der Krebstherapie, jeden Tag bist du so betreut, du hast immer jemanden an deiner Seite. Und nachher ist es einfach, ja, es ist ja jetzt alles vorbei, das kommt jetzt schon wieder, wir schreiben dich mal krank für eine Zeit, aber das wird dann schon wieder kommen. Und bei mir war es wirklich so, ich weiß gar nicht, wie lange, dass ich 100% krank war, aber ich habe dann wieder, weil ich es einfach auch brauchte, wirklich 10% gestartet. Das ist ein Mini-Teil und war dann, glaube ich, für 1 oder 2 Lektionen in der Schule am Unterrichten. Und ich war auch sehr dankbar, dass das überhaupt möglich war, weil viele Arbeitgeber denken oder sagen mir, das geht ja nicht so. Und ich konnte das und war aber nachher wirklich die ganze Woche so am Ende, dass ich mich wirklich von diesen 2 Stunden so erholen musste, ja, dass ich wie gedacht habe, nee, was ist das? Und man hat dann versucht, oder mein Onkologe hat auch gesagt, ja, es ist immer noch dieses Fatigue-Syndrom, aber das geht dann weg. Und ich merkte aber, es kommt immer mehr dazu, Muskelschmerzen, Gelenkschmerzen, Kopfschmerzen, dieser Gehirnnebel, Konzentrationsschwierigkeiten. Ich konnte mir nichts mehr merken. Also ich habe dann teilweise auch in der Schule Termine verpasst und da haben die Leute gesagt, was ist mit dir los? Und ich habe mich geschämt. Ja, man schämt sich so. Ups. Ja. Total. Und man kann es ja auch selber nicht einordnen. Warum ist es jetzt so? Oder auch manchmal so die Worte, die einem fehlen. Du willst dann was sagen, aber das kommt nicht raus. Und das fehlt einfach das Wort. Und das ist dann, du schämst dich dafür, aber weißt eigentlich gar nicht, was ist denn los. Und ja, weil das einem ja auch nicht erklärt wurde. Also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber hat dir der Arzt gesagt, nachdem er gesagt hat, ja, das ist das Post-Fatigue-Syndrom, was das alles beinhaltet, was da die Symptomatik sein könnte? Nee, gar nicht. Also ich mag meinen Onkolog wirklich total. Der hat sehr, sehr viel Verständnis auch gehabt. Er hat alles, was ich ihm gesagt habe, ihm gesagt, okay, dann ist das so, das glaube ich ihm. Aber er wusste selbst auch nicht, weil für ihn war immer klar, ja, das muss ja irgendwann weggehen. Und als er dann gemerkt hat, hey, das geht nicht weg, dann hat er mit mir zusammen wirklich auch überlegt, was können wir tun? Aber er wusste nicht genau, welche Symptome beinhaltet das wirklich. Also er dachte immer noch, es ist nur diese Erschöpfung, diese Müdigkeit. Und ich habe dann selber versucht, mich auch zu informieren und plötzlich gemerkt, hey, das sind ja noch ganz andere Symptome, die ich auch habe, die zählen in diese Krankheit hinein. Und ihm das dann auch erklärt und er hat wieder gemerkt, okay, das wusste er nicht. Und ja, weil sie es einfach nicht lernen, gell? Das ja, ist richtig. einfach nicht in den Universitäten gelernt worden. Genau. Ja. Und wir haben dann Verschiedenes ausprobiert. Auch ich habe dann so eine Blaulichtlampe bekommen, wo ich dann wirklich jeden Morgen getestet habe. Aber die sollte mir eigentlich helfen, auch, dass ich wieder gut schlafen konnte, weil das konnte ich wirklich nicht. Also ich habe dann teilweise 1 Stunde geschlafen, eine halbe Stunde.
und mehr auch nicht und bin dann so arbeiten gegangen. Also ich habe mich dann wirklich hochgerackert, ich habe mich gezwungen und gedacht, ich will zurück ins Leben, scheißegal, wie ich mich fühle, ich will wieder normal sein, habe mich hochgekämpft, habe Sport getrieben, weil die Ärzte gedacht hat, ja, das hilft sicher, dann wirst du wieder fit. Und das ist ja eigentlich genau das Gegenteil. Also es wird dann ja eigentlich bei der schlimmer. Krankheit wird es schlimmer, ja. Und Ja, weil es so schnell verwechselt wird mit Depressionen oder vielleicht ist es ja, hat es mit dem Trauma zu tun, was du erlebt hast. Wir müssen dich wieder aktivieren und dann kommen die Lebensgeister zurück. Und das ist halt genau nicht so beim Post-Fatigue-Syndrom, ja. Genau. Und das habe ich dann wirklich eigentlich alles selber so herausgefunden, was mir nützt und was nicht. Habe dann auch, wo ich meinen Mann dann kennengelernt habe, natürlich auch wie gemerkt, ich darf mich gar nicht stressen. Man akzeptiert das, oder beziehungsweise der erste Mensch, der es mal wirklich akzeptiert hat, war plötzlich da. Und dann konnte ich mich auch langsam damit abfinden, okay, es gehört jetzt zu dir, das ist ein Teil von deiner Geschichte. Und jetzt musst du irgendwie dich damit arrangieren und herausfinden, was könnte dir helfen, was bringt dich irgendwie ins Leben zurück. Ich hatte aber nie mehr das Ziel, 100% zu arbeiten, weil ich auch gemerkt habe, nee, das will ich gar nicht mehr. Also ich war zufrieden damit, habe mich dann auch nicht mehr krank schreiben lassen, aber habe dann auch keine IV mehr bekommen. Das war eine Zeit lang so, weil ich einfach gedacht, ich will nicht mehr die Kranke sein. Also ich habe zwar diese Krankheit, aber will nicht mehr abgestempelt sein. Und das habe ich dann gemacht, was aber manchmal auch schwierig war, weil ich dann wieder Tage hatte, wo ich dann nicht zur Arbeit ging. Dann hieß es natürlich, ja, was hat die schon wieder und was ist denn das? Das war nicht ganz einfach, aber für mich, ich musste das für mich so tun, weil ich einfach nicht mehr IV und das ganze Zeug wollte. Ich wollte einfach wieder normal leben können. Und habe dann auch wieder herausgefunden über die Ernährung, was mir gut tut, auch dass Stress extrem schädlich, wirklich toxisch sein kann. Auch Beziehungen, die ich dann beenden musste, also Freundschaften, die wirklich lange waren und ich auch für sehr, sehr gut empfunden habe, aber ich gemerkt habe, nee, das tut mir nicht mehr gut, weil es wurde nicht verstanden, dass ich dann ich konnte nicht mehr in den Ausgang gehen oder ich wollte auch keinen Alkohol mehr trinken, weil den habe ich nicht mehr vertragen, also es ging gar nicht mehr. Und das wurde nicht akzeptiert, dann hieß es immer, ja komm schon, ich bin auch müde und jetzt gehen wir, das kommt dann schon wieder, zwing dich mal. Und das habe ich anfangs gemacht, habe danach immer Schmerzmittel geschluckt, weil du hast ja auch Schmerzen, oder, im Körper. Und dann merkte ich aber wieder, dann ging es mir wieder wirklich eine Woche nicht gut und dann gemerkt habe, nee, das kann so nicht weitergehen. Und mein Mann danach gesagt hat, nee, das ist so eine Freundschaft, auf das kannst du verzichten, weil die Freundschaft, die müsste dich ja eigentlich verstehen, die müsste dich begleiten und das auch akzeptieren und das ging nicht mehr. Und das gab mir dann so wieder Kraft zum Weitergehen. Ja, die Krankheit verändert einem schon extrem, gell? Dinge, die man vorher gefeiert hat, es fällt halt alles weg und man verändert sich. Man genießt dann plötzlich den Spaziergang im Wald. Genau, richtig. Genau. So, okay. Ja, das ist schon verrückt, wie schnell man sich verändert. Ich denke immer, die anderen machen das, bis sie irgendwie 60 sind und wir waren einfach auf einen Schlag, benehmen wir uns wie 60-Jährige. Genau. Man fühlt sich ja teilweise auch wirklich so. Genau. Ja, so wie ich dir vorhin erzählt habe, nicht vor der Kamera, ja, dass die Großstadt dann einfach zu viel war für mich. Das kommt dann einfach der Moment viel früher, wo das machen andere dann vielleicht viel später, dass sie sagen, okay, ich ziehe aufs Land, ich brauche die Ruhe. Und bei uns war das so, ein Schlag. Das ist ja auch eine harte Entscheidung, oder? Weil du denkst, hey, nein, ich will ja mein altes Leben eigentlich gar nicht aufgeben. Ich will ja eigentlich wieder die sein, die ich früher war. Und du hast das ja genossen damals. Aber du merkst irgendwie, das passt gar nicht mehr zu dir. Du bist es nicht mehr und das tut dir nicht mehr gut. Und am Anfang dachte ich auch, nee, jetzt ernährst du dich vegan, bist voll auf Gesundheit, trinkst keinen Alkohol mehr. Und hey, das war für mich auch total neu. Und ich kannte mich ja so auch nicht. Und dachte, ach, das ist doch langweilig, nee. Und mit der Zeit habe ich gemerkt, doch, das bin ich jetzt und das muss ich jetzt wie akzeptieren und das tut mir ja gut und ich bin jetzt halt ein neuer Mensch und ich glaube, ich hätte auch meinen Mann so nie kennengelernt, weil früher war ich war um 180 Grad so jemand anders. Das möchte ich auch nicht mehr. Also es hat alles irgendwie seinen Grund. Es hat alles seinen Grund, gell? Ja.
Ja, verrückt. Das heißt, du warst da wieder am Arbeiten, aber nicht 100%. Genau. Und hast gemerkt, ja, aber irgendwie zieht sich das zu lange. Genau. Und das Tolle bei deiner Geschichte ist auch, dass du immer in die Recherche gegangen bist, dass du gesagt hast, okay, was könnte es sein? Gibt es neue Studien? Kam etwas raus? Womit kann ich das in Verbindung bringen? Was war dann so deine nächste Erkenntnis auf deinem Weg? Genau, bei mir war es so, dass dazwischen eigentlich mal noch ein Gentest gemacht wurde, weil mein Onkologe auch gesagt hat, du hast so jung Krebs gehabt, in deiner ganzen Familie waren so oft diese Krebsfälle, das kann nicht normal sein. Und meine Cousine hat ihn damals auch gemacht, bei ihr war er aber negativ und dann dachte ich, nee, das kann ja nicht sein, dann habe ich das sicher auch nicht. Und dann habe ich mich wirklich lange gewundert und gesagt, ja, will ich das wirklich wissen? Und dann habe ich aber gesagt, komm, nee, das machst du jetzt. Du wolltest ja auch immer alles wissen, also machst du das jetzt auch noch. Und dann kam es dann wirklich raus, dass ich dieses BRCA1 habe, das ist eine Mutation dann in diesem Gen. Und ich habe die 80-prozentige Chance genau, zum Brustkrebs, genau. Ich habe gewonnen, Jackpot. Und bei den Eistöcken ist es auch noch mal, glaube ich, 60% oder sowas. So? Genau. Und dann war wie klar, okay, du musst deine Brüste entfernen. Das war für mich einfach klar. Und ich habe dann wirklich einen guten Arzt entdeckt, der das dann auch schon in meiner Familie gemacht hat bei jemandem. Und ich habe mich total wohl gefühlt. Und da habe ich lange mit ihm auch gesprochen, gesagt, ja, was empfehlen Sie mir und was kann ich denn? Und er hat mir wirklich von Anfang an gesagt, mach es eigentlich aus deinem eigenen Gewebe. Und damals war ich, glaube ich, 7 oder 28. Und ich war ja immer noch, das war noch bevor ich meinen Mann kennengelernt habe, war ich immer noch Single und dachte, nee, scheiße, da hast du so eine Narben oder Narben, es waren dann mehrere im Körper, willst du das? Dann bist du entstellt, wenn es nicht gut aussieht. Und dann kam halt so, es gibt ja auch die Option mit Implantaten. Ja, es gibt ja Frauen, die machen das freiwillig. Dann habe ich dann die Brüste, genau, richtig, Frauen, die machen das. Genau, warum auch immer. Und ich habe mir dann so vorgestellt, wow, du kannst dir deine Brüste aussuchen. Hey, das ist doch cool. Und habe mich eigentlich darauf gefreut und auch wieder so die Freude gehabt und gesagt, das machst du jetzt suchst du dir eine Brust aus. Und dann kommt das gut, dann hast du nachher die schönere Brust als vorher. Und auch etwas dazu noch. In unserer Gesellschaft ist es ja auch sowas, es ist wie neue Räder am Auto, also, genau. Oder die künstlichen Fingernägel. Genau. Es ist sowas, wow, ich gebe mir das, ich gönne mir das jetzt. Und also ich bin auch erst vor kurzem dann mit den Konsequenzen in Berührung gekommen durch die Recherchen vom Post-Fatigue-Syndrom. Aber ja, man hat das halt in unserer Gesellschaft nicht so im Hinterkopf, was es wirklich bedeuten kann. Genau. Es war auch so, als ich das dann meinen Freunden erzählt habe, ich bekomme neue Brüste, war so, wow, wie cool, wir wollen auch. Und die stehen dann immer, die sind dann immer perfekt. Und ich sage, yes, wie cool. Ja. Nee, das war dann schlussendlich wirklich nicht so. Bei mir war es natürlich auch eine Geldfrage. Also ich war nicht sehr gut versichert und dieser Arzt, der hat wirklich nur halb privat oder privat operiert. Aber für mich war klar, das muss ich jetzt tun. Und dann habe ich zum Glück meine Eltern als Unterstützung gehabt, die dann mir wirklich das ermöglicht haben, diese Chance. Und das habe ich dann gemacht und habe mich so gefreut eigentlich. Und als ich dann aufgewacht bin, da habe ich mich gefühlt. Es gibt doch so von dieser Künstlerin ein Bild von dieser Frida Kahlo. Die hat so eine Frau gezeichnet mit dieser, das war sie, glaube ich, selbst, genau, nach dem Unfall. Und ich hatte dieses Bild vor Augen, weil ich konnte nicht mehr richtig atmen. Und dann kam die Krankenschwester und ich war einfach nur so, ich kann nicht mehr atmen. Und dann kam sie, das ist ganz normal, Sie müssen jetzt in den Bauch atmen. Die hat mir das gezeigt und ich dachte, okay, das kenne ich von meinem Gesangsunterricht, das kann ich. Aber dachte ich immer, aber das ist doch krank. Du musst doch auch hier oben atmen können. Du kannst ja nicht nur ständig in den Bauch atmen. Und habe irgendwie das Gefühl gehabt, es wäre ein Riesenstein auf meiner Brust. Und sah dann die Dinger wirklich auch, die sind natürlich gestanden, oder? Die waren aber nicht viel größer als meine eigenen eigentlich, aber gefühlt ziemlich groß. Ja. Und dann ging ich dann nach Hause und hatte überall diese Redons, also diese Schläuche, habe dann die gewechselt. Mein Vater hat mir immer geholfen, also wirklich wieder voll an der Seite. Und irgendwie am Anfang fand ich das ganz toll und dachte, ja, jetzt hast du eine neue Brust und jetzt kannst du auch bei den Männern wieder landen, oder? Es sieht ja jetzt wieder alles toll aus und wieder ganz schön. Und das war dann aber nicht so. Ich habe danach gemerkt, ich fühle mich irgendwie nicht mehr so wohl. Es war für mich irgendwie wie ein Fremdkörper, das war gar nicht ich. Ich habe dann auch gemerkt, so
Ausschnitte wollte ich gar nicht mehr tragen, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich habe mich wie geschämt, weil ich auch nicht wollte, dass man dann mich sieht und denkt, die hat einfach ihre Brüste vergrößert, weil sie größere Brüste wollte. Und bei mir war es ja eigentlich nicht dieser Fall. Bei mir war es ja so, ich habe ja keine, oder für mich gab es keine andere Möglichkeit. Und habe mich dann teilweise auch geschämt und konnte die Brust auch selber nicht wirklich anfassen. Ich hatte es nicht wirklich gern gemacht. Und als ich dann meinen Mann kennenlernte, habe ich ihm natürlich alles erzählt, weil ich einfach dachte, entweder rennt er weg oder er bleibt. Und dann war es dann wirklich so, ich glaube, wir haben dann in einer Nacht wirklich uns alles erzählt, er natürlich auch von sich. Und der ist immer noch da gesessen und hat mich angeschaut und so, was ist denn das Problem? Und ich dachte so, okay. Und da war für mich klar, okay, diesen Mann muss ich heiraten. Das war wie klar. Und dann hatte ich nochmals eine Korrekturoperation, weil meine Brust, ja, dann halt auch, du hast ja nichts mehr, du hast ja nur noch Haut und diese Implantate und das hat dann teilweise auch nicht schön ausgesehen und war auch schmerzhaft. Und dann habe ich dann wirklich nochmal Fett aus meinen Oberschenkeln nochmal rauf gespritzt. Und dann sah ich auch ganz, ganz übel aus. Also ich konnte mich nicht mal selbst in die Dusche gehen. Und der hat mich dann geduscht und kannte mich erst, ich glaube, 2 Monate. Und das war für mich wie klar, da gibt es jetzt einen Mensch, der dich einfach so nimmt, wie du bist. Und es ist kein Problem. Und dann war es für mich irgendwie auch nicht mehr ein Problem. Und dann fing es aber an, ich glaube wirklich so nach der Hochzeit, wir haben dann wirklich ziemlich schnell sind wir zusammengezogen. Nach einem halben Jahr haben dann wirklich, glaube ich nach 3 Monaten, einem halben Jahr hast du mir den Antrag gemacht, genau. Dann war es Schlag auf Schlag. Und nachher war es wirklich so, dann kurz vor der Hochzeit habe ich ganz, ganz komische Symptome gehabt. Ja. Also die Müdigkeit wurde wieder schlimmer. Ich hatte dann totale Schmerzen in der Brust, Herzrasen, auch so das Gefühl manchmal zu ersticken. Meine Libido war gleich 0 und das war für mich total neu, weil ich war so verliebt und das war für uns total unnatürlich und ich habe mich geschämt und dachte, spinnst du eigentlich? Ja, und dann kamen zig Symptome wie Akne, Schwindel, also ich hatte dann wirklich totale Schwindelanfälle, konnte teilweise nicht mehr arbeiten. Das macht so Angst, gell? Und dann, ja, da hast du eine Abklärung gemacht. Ja. Da hieß es, ja, dein Nackenwirbel ist verschoben. Ja, nein, vielleicht hast du mit dem Kopf irgendwie oder du bist verspannt. Oder ja, das hat mit deiner Psyche zu tun. Aber ich dachte, nee, das habe ich ja alles schon hinter mir. Die Therapie habe ich ja schon gemacht. Das ist es ja wirklich nicht. Ja, und dann sind wirklich über 60 Symptome dann schlussendlich gewesen. Und wenn ich das jemandem erzählt habe, dachten die immer, ja, du spinnst, nee, das kann gar nicht sein. Und mein Mann war immer so, der hat mich total verstanden, auch wenn ich gesagt habe, weißt du, ich habe keine Libido mehr, ich kann nicht mehr. Das hat nichts mit dir zu tun. Und ich glaube, da wäre jeder andere, wahrscheinlich Mann, hätte gesagt, ich packe meine Sachen und gehe, weil du hast irgendein Problem mit dir. Und für ihn war einfach klar, nee, wenn du sagst, mit dir stimmt was nicht, dann ist das so. Dann vertraue ich dir und dann findest du heraus, was es ist. Und ich habe dann wirklich nachgeforscht, habe auch diverse Abklärungen gemacht. Also ich war mehrmals im Spital, habe auch mein Herz überprüft, weil ich so starke Herzprobleme hatte. Manchmal auch an einem Abend aufgewacht und ich dachte, ich habe einen Herzinfarkt. Also wirklich ausgespalt, so gekribbelt, ich habe nichts mehr gefühlt. Totale Angst, dann ins Spital gegangen, dann hat es einfach geheißen, nee, sie haben schon ein bisschen hohen Puls und so, ab und zu mal ein bisschen Unregelmäßigkeiten, aber nee, das ist nicht so tragisch, ist alles in Ordnung. Ja, und dann parallel dazu hatte ich immer wie stärkere Menstruationsbeschwerden. Ja. Ich habe ja dann gar nicht mehr verhütet, weil ich die Hormone auch nicht mehr nehmen wollte, obwohl mein Krebs nicht darauf reagiert hat. Aber für mich war wie klar, nee, das pumpst du nicht mehr in dich rein. Und dann habe ich wirklich teilweise eine Woche lang starke Blutungen gehabt, solche Schmerzen, dass ich auch nicht mehr arbeiten, auch wirklich mich krank schreiben musste. Und dann ging ich dann wieder zu meiner Frauenärztin, bekam eine Spirale und dachte, okay, Kupferspirale, juhui. Ja, das habe ich auch machen. Okay, ja. Kennst du? Man denkt dann immer so, ja, das wird dann die Lösung sein. Genau. Das funktioniert. Genau. Ja.
Und dann war es wirklich so, ich glaube, mein ganzes Wesen, gell, hat sich verändert. Ich wurde weinerlich, aggressiv. Ich habe meinen Mann angeschrien. Wer mich kennt, ich schreie eigentlich nie. Und das zu bestimmten Zeiten, also so 10 Tage vor der Periode? Nee, oder? eigentlich also total unwillkürlich. Also irgendwie, ich hatte dann wirklich auch die ganze Zeit diese Beschwerden. Also ich hatte ständig Krämpfe und dachte, hey, ich habe gar nicht meine Menstruation, was soll das? Und habe meinem Mann wirklich auch Wörter gesagt, die ich nie in den Mund nehmen würde. Und er hat mich dann auch wieder in den Arm genommen und hat gesagt, das stimmt nicht, das Ding muss raus, das macht irgendwas mit mir. Und man liest dann ja immer, nee, das ist ja nur in deinem Unterleib, das kann ja nicht in deinen Körper, und das ist ja nur eine Kupferspirale und so weiter. Genau, ist ja nicht hormonell. Genau. So, und dann ging ich wieder zu meiner tollen, lieben Freundin und die sagte, nee, das ist was anderes, das könnte Endometriose sein. Und dachte ich, habe ich noch nie gehört, was ist das? Habe mich natürlich wieder informiert. Und sie hat mich dann zu einem Spezialisten geschickt und der hat mich dann untersucht und gesagt, im Ultraschall sieht er jetzt nichts, aber das kann man erst bei einer Laparoskopie, heißt es, glaube ich, so bei einer Bauchspiegelung sieht man das da, und dann kann man diese Herde dann entfernen. Und die Spirale würden sie mir dann auch direkt ziehen. Dann dachte ich, okay, das ist super, das lässt du jetzt machen. Und dann ging ich dahin und das war alles ambulant und dachte, jeder hat mir gesagt, da ist nicht wirklich, habe ich nicht wirklich einen Herd. Und da kam ich raus und habe schon das Gefühl gehabt, ui, okay, da ging was. Also ich habe es direkt gespürt. Und dann kam er dann ins Zimmer und du warst, glaube ich, mein Mann war auch da. Und dann kam er und zeigte mir die Bilder und sagte, ja, du hast so Stadium 3, eigentlich schon 4. Also du hast überall bei deiner Blase schon Ableger gehabt, beim Darm, überall hinten, vorne. Wir haben dir alles raus. Und du musst jetzt wahrscheinlich Hormone nehmen, in Menopause gehen. Und du wirst wahrscheinlich in 1-2 Jahren wirst du wieder hier sein. Und dann werden wir wieder rausoperieren. Und du wirst wahrscheinlich, Möglichkeit, Kinder zu kriegen, wird ziemlich schwierig sein. Und ich hatte mich damals gar nicht damit auseinandergesetzt mit Kindern, weil ich hatte so viel um die Ohren mit mir selbst, dass wir schon mal darüber gesprochen haben, dass es bei mir vielleicht sowieso nicht möglich ist, ich aber die Eizellen habe, dass ich wieder dachte, okay, das ist jetzt für mich momentan nicht relevant, aber ich glaube, für ganz, ganz, ganz viele Frauen ist das ein richtiger Schlag ins Gesicht. Ja, natürlich. Und ja, da ging ich raus und habe einfach gesagt, nee, Hormone nehme ich nie mehr, das habe ich mir geschworen, das will ich nicht. Und da habe ich wirklich nach Alternativen gesucht und habe dann PCM, also Akupunktur gemacht. Das hat mir ein bisschen unterstützt, weil ich habe dann auch wirklich Vernarbungen gehabt, die ich wirklich auch gemerkt habe. Auch während dem Geschlechtsverkehr, weil das spürst du einfach. Und dann war es nachher wirklich so, dass ich plötzlich auch Blasenprobleme kriegte. Und dann habe ich gedacht, hey, was geht? Und dann hatten die Ärzte mir gesagt, ja, du hast einen Katheter gehabt und hattest ganz viele Herde an der Blase. Und dann musste ich permanent Antibiotika nehmen, weil sie immer wieder sagen, du hast eine Blasenentzündung, aber irgendwie geht es nicht weg. Ich konnte mein Urin nicht mehr wirklich behalten. Da habe ich mich wirklich gefühlt, hey, als wärst du 90, das ist so peinlich. Und dann gab es dann auch die Möglichkeit, so ein EMDR heißt das, da bekommst du so, glaube ich, Cortison und Antibiotika mit Elektroströmen, bekommst du mit einem Katheter. Alles ambulant dann, glaube ich, 5 Sitzungen waren das. Und da hast du immer einen Abstand von 1 bis 2 Wochen. Das war dann direkt eigentlich vor unserer Hochzeit und ich dachte, ich will einfach fit sein, ich will diesen Tag freudig erleben. Und das war so ein Gefühl, also es ist total unangenehm. Und das habe ich dann 4-mal gemacht und dann habe ich nachher angerufen und gesagt, ich komme nicht mehr, das will ich nicht mehr, es nützt nichts. Und ich will nicht irgendwas in mich reinpumpen, was sowieso nicht hilft. Und nachher ging es so weiter. Ich habe damals, wo es mir wirklich dann nicht mehr gut ging, ich ziemlich viele Symptome hatte, ging ich, wie gesagt, in die Bücherei und habe da mal gestöbert und geschaut, was gibt es wieder Neues. Und da ist mir wirklich wortwörtlich dann das Buch Medical Food vor die Füße gefallen. Und das habe ich dann wirklich verschlungen. Und habe dann die weiteren Bücher bestellt, weil ich einfach gedacht habe, das ist mal jemand, der genau versteht, wie es einem geht, der genau versteht, woher die Symptome kommen, was die Symptome auslöst und nicht immer nur so, ja, da ist eine Diagnose, aber wir können Ihnen auch nicht weiterhelfen, da müssen Sie vielleicht mal Schmerzmittel oder eine Therapie machen. Und da habe ich dann wirklich auch ausprobiert, also ich habe dann gestartet mit dem Selleriesaft, habe dann wirklich
mir einen Entsafter gekauft, obwohl ich ja nicht wusste, nützt das was oder nicht. Und habe dann wirklich diesen halben Liter auf nüchternen Magen getrunken und dann ging es mir nachher sowas von schlecht. Also es ist, glaube ich, aus allen Löchern geschossen. Und da habe ich gemerkt, okay, das ist jetzt zu viel und das sagt er ja aber auch, dass du wirklich langsam starten musst und ich weiß ja auch, ich habe so viele Toxine in mir und ich habe ja so viele Medikamente genommen und eben das EBV und Streptokokken, also das war mir wie klar. Und dann habe ich mit weniger gestartet und habe dann wirklich das konsequent gemacht und da fing es anfänglich so ein bisschen, wurde die Akne viel, viel schlimmer und habe dann wirklich auch mal hinterfragt und gedacht, nee, das ist vielleicht, ist es zu viel oder doch falsch und habe aber immer gespürt, nee, das Vegane, die gesunde Ernährung, das war schon immer deines und du hast schon immer gespürt, da gibt es irgendwie eine Lösung. Und dann habe ich das weitergemacht und habe dann ja wirklich schon glutenfrei gegessen, habe aber dann natürlich noch so Mais, Teigwaren und halt solche Sachen gegessen, so Ersatzprodukte. Und vegan war ich eigentlich auch schon hauptsächlich ab und zu mal ein Stück Schokolade, das war so mein Laster. Und dann kamen die Datteln. Nein, die kann ich bis heute nicht essen. Echt? Bei den meisten ist es ja so, dass die Datteln dann das... Genau. Was ist dann für dich der Schoki-Ersatz? Für mich, der Ersatz ist, glaube ich, einfach ein Smoothie. Also ich mache mir dann die verschiedensten Smoothies mit Bananen, Mango, egal was. Und das ist für mich mein leckeres Dessert. Und das genehme ich mir dann wirklich auch mal abends spät, irgendwie um 11 Uhr. Das sieht man dann auf meinem Instagram-Kanal auch, dass ich wirklich dann halt abends mir mal sowas reinziehe und das liebe ich. Ja, schön. Und dann habe ich wirklich Schritt für Schritt die Dinge umgesetzt, habe dann auch die Supplemente genommen, die habe ich aber teilweise schon vorher genommen, also B12 war immer mein Begleiter. Das Zink natürlich aber nicht, das habe ich dann wirklich durch Anthony kennengelernt. Und Vitamin C, glaube ich, da gab es noch anders, Zitronenmelisse, Ashwagandha, habe ich sehr, sehr viel auch gemacht und auch immer wieder geschaut, funktioniert das mit meinem Körper, wie reagiert er drauf? Mal nachfühlen. Genau. Ja. Und habe dann, wenn ich gemerkt habe, nee, das ist zu früh, dann habe ich es wieder reduziert. Das war auch am Anfang beim Heavy Metal Detox Smoothie, den habe ich gar nicht vertragen, also da musste ich wirklich. Ich auch nicht. Gell? Das ist echt eine Keule, wenn man so belastet ist, gell? Das kann man sich gar nicht vorstellen, weil du denkst, ja, das ist ein Smoothie, dann trinkst du. Und da war Anfang, ich habe es zuerst gar nicht gemerkt. Ich habe dann das genommen und hatte noch nicht mal alle Zutaten. Also ich hatte dann wirklich auch einige gar nicht da. Und dann hatte ich immer total starken Durchfall. Und ich dachte, ja, aber das habe ich doch jetzt eigentlich schon hinter mir gelassen. Warum kommt das jetzt aufs Mal wieder? Und dann wirklich teilweise auch so, dass ich Termine absagen musste, weil es einfach mich wirklich durchgespült hat. Ja. Und dann wirklich gemerkt habe, nee, ich glaube, das ist zu viel. Ja. Und dann habe ich wirklich eigentlich Schritt für Schritt ganz, ganz einfach angefangen, bis ich jetzt eigentlich, ich tue nicht ganz alles rein, auch jetzt noch nicht, weil ich einiges einfach supplementiere, als Tablette nehme, weil es für mich einfach besser ist. Aber jetzt geht es schon sehr, sehr gut, ohne dass ich irgendwie eine Nebenwirkung oder so merke. Noch eine Zwischenfrage. Wie war das für dich, als du die Bücher gelesen hast und dann dieser Zusammenhang zwischen dem Brustkrebs, der Endometriose und auch wie du auf die Breast Implants reagiert hast, weil es gibt ja wirklich viele Frauen, die lassen sich die Brüste machen und da passiert gar nichts. Kannst du da uns noch mit reinnehmen? Genau, es war bei mir so, ich habe mir die ja reinsetzen lassen. Ich habe, wie gesagt, ich habe am Anfang schon gemerkt, irgendwas stimmt da nicht. Und dachte aber immer irgendwie, ja, dann ist es halt vielleicht wirklich psychisch, jetzt hast du so viel erlebt und aber immer gemerkt, nee, du bist so ein positiver Mensch, das kann doch nicht sein. Und dann, wo ich dann wirklich mal so aufgeschrieben habe, was habe ich denn für Symptome, wurde mir mal so bewusst, das ist doch nicht normal. Und als ich dann wirklich eben nach das Herz und alles untersucht habe, also ich habe dann ja wirklich alles gemacht und geschaut und es war ja, es hieß ja immer, da bekommst du wieder eine Diagnose, Reizdarm oder was auch immer, Reizblase, Tinnitus, Schwindel, unerklärlich, bekommst du ja immer wieder eine Diagnose, aber es wird dir ja nicht geholfen. Genau. Und dann war es eines Abends so stark, da musste ich weinen, ich konnte nicht schlafen, ich hatte wieder diese Schmerzen in der Brust, ich wusste, ja, Herzinfarkt konnte es nicht sein, aber ich konnte meinen Arm nicht spüren. Mir blieb der Atem wirklich weg, ich kann nachher mal noch schnell erzählen, was ich alles für Symptome hatte, aber das war wirklich so der Moment, da bin ich aufgestanden, ich wusste, ich muss am nächsten Tag arbeiten, bin aufgestanden und gedacht, nee, das geht nicht mehr. Dann habe ich gegoogelt und gesagt, kann das sein, dass vielleicht das Implantat mit meinem Schmerz, mit meinem, ja, wie Herzinfarkt, Schmerz was zu tun hat? Und dann bin ich darauf gestoßen, Breast Implant Illness.
vergessen. Natürlich alles auf Englisch damals noch. Und habe dann gelesen und habe dann diese Liste gefunden und habe die angeschaut und da hatte ich Gänsehaut, weil ich wusste, du hast jedes einzelne Symptom auf dieser verdammten Liste. Jedes einzelne Symptom. Und dann da wollte ich einfach wissen, was meint Anthony dazu. Ich wollte einfach wissen, was meint der, kennt der das? Und da gab es ja wirklich eine Radioshow in Englisch, wo ich dann gehört habe. Und da dachte ich, es wurde mir wirklich schlecht und ich habe meine Brust angeschaut und dachte, du hast eine tickende Zeitbombe in dir. Ich will diesen Scheiß raushaben. Ich wusste aber, ich habe das Geld nicht. Das war bei mir so ein Punkt, weil ich ja wusste, ich muss wieder zu meinem Professor, weil ich wusste, ich will nicht flach sein. Das wollte ich nicht. Ich wollte immer noch weiblich sein. Und dann habe ich gedacht, ja, vielleicht kannst du einfach mit der Ernährung unterstützend was tun. Habe dann auch versucht, immer so ganz kleine Meditationen zu machen, wo ich innerlich wirklich denke, du schützt deinen Körper vor diesen Implantaten. Ich habe dann wie so eine Hülle rumgesetzt und gesagt, du bist jetzt abgekapselt, du kommst jetzt nicht in meinen Körper. Aber das ging nicht mehr, also es wurde dann so schlimm. Also es ist einerseits, dass das Silikon sich verteilt im Körper, Genau. aber auch die virale Belastung, Richtig, die da ernähren Platz sich. finden. Genau. Und ich habe dann wie gemerkt, die ernähren sich eigentlich von diesen Schwermetallen, von diesen Toxinen. Und du kannst noch so gesund dich ernähren. Sie werden sich immer davon ernähren, weil du hast das in deinem Körper und du weißt nicht, wie weit das noch gehen wird. Ja. Und dann habe ich wirklich dann meinem Mann davon erzählt und der hat mir wie immer natürlich sofort geglaubt und gesagt, ja, dann wird es das sein, weil alle die Symptome, die du aufzählst, die kommen hier vor. Und dann habe ich das meiner Mutter erzählt und die hat am Anfang so gedacht, nee, bist du sicher? Und ich so, ja, ich bin ganz, ganz sicher und ich will die entfernen lassen, aber ich brauche wieder eure Unterstützung, weil ich wusste, das geht sonst nicht. Und dann bin ich wieder zu meinem Arzt und ich hatte so Angst, ich habe dann meine Mutter mitgenommen, weil ich dachte, der glaubt mir doch nicht, weil ich wusste, die Krankheit ist nicht anerkannt. Die Patienten erzählen das immer und es wird auch von den Krankenkassen nicht bezahlt. Und ich hatte ja aber wirklich auch Schmerzen in der Brust und habe auch gesagt, ey, das muss sowieso raus, weil ich hatte solche Schmerzen, das kann nicht sein. Und dann ging ich dahin. Ich glaube, ich konnte kein einziges Wort sagen. Ich habe so geweint, das war mir so peinlich. Und er hat mich angeschaut und gesagt, ich verstehe Sie, das kenne ich, habe ich schon oft gehört. Und ich dachte, nee, doch, das kenne ich. Und wir schauen uns das an und ich werde Ihnen helfen. Aber ich kann Ihnen nicht versprechen, dass alle Symptome weggehen, weil es kann auch sein, dass es nicht davon kommt. Und ich sagte, das müssen Sie nicht, weil ich weiß, es kommt davon. Ich bin mir zu 100% sicher, dass wenn ich es rausnehme und ich mit der Ernährung schaue, dass es weggeht. Und dann hat er meine Brust angeschaut und gesagt, ja, Sie haben wahrscheinlich noch eine Kapselfibrose, das muss raus. Ja. Und dann war wie die Frage, ja, was machen wir? Machen wir gar nichts oder machen wir aus deinem Gewebe eine Brust? Und dann habe ich ihn angeschaut und gesagt, nee, flach will ich nicht. Ich möchte noch weiblich sein, ich möchte ihm nicht meine Weiblichkeit weggeben, obwohl ich auch der Meinung bin, man kann auch ohne Brust weiblich sein. Das hat mein Mann auch immer gesagt, nee, du brauchst nichts. Aber für mich brauche ich das. Also für mich war klar, ich muss eine Brust haben. Und ich hatte großen Respekt, weil ich wusste, du wirst ganz, ganz große Narben haben. Die Operation dauert, glaube ich, zwischen 8 und 10 Stunden. Wow. Und du bist körperlich momentan eigentlich gar nicht so fit, obwohl ja alles in Ordnung war, obwohl die Blutwerte teilweise, zwar die Leberwerte waren sehr, sehr schlecht. Aber sonst Ja, die war- hatte genug zu tun. Richtig, genau. Es war ja auch immer unerklärlich, warum das so war. Das wussten wir Das aber. ist unerklärlich. Genau. Aber ja, das Du war, hast 2 Jahre lang Gift zu dir genommen. aber es ist unlogisch, ne? Wahrscheinlich habe ich mich zu fett ernährt oder so oder zu viele heimlich Kohlenhydrate, Alkohol genau. getrunken. Ja. Richtig. Und ja, dann war für mich klar, nee, ich will eine Brust und er hat mir das erklärt und gesagt, ja, weil ich halt auch ziemlich schlank bin und gerne auch mal Yoga oder Sport mache, nimmt das mir aus dem Gesäß. Und dann hat er mir erklärt, was für Narben das gibt und ich habe gedacht, ja, kein Problem, machen wir. Und dann kam ja dann wirklich der Lockdown und ich habe wirklich an dem Tag in der Schweiz, der Lockdown war, habe ich meine Operation gekriegt. Echt? Genau, am Okay. 16. März. Und ich bin dann rein und ich durfte niemanden mitnehmen. Ich war so nervös. Ich habe mich einerseits so gefreut, weil ich wusste, jetzt kommt alles gut. Und andererseits habe ich gedacht, ich habe schon so viele Operationen hinter mir, aber ich habe noch nie so eine lange, noch nie. Und noch nie habe ich mich so krank gefühlt irgendwie. Obwohl ja, vorher hatte ich ja Krebs und alles, aber noch nie habe ich mich so krank gefühlt. Und ich durfte nicht mal meinen Mann reinnehmen und da war ich so nervös. Und dann habe ich das dann aber gemacht. Ich war auch dankbar, ist das noch möglich gewesen. Und als ich dann aufgewacht bin, das Erste, was wieder ging,
ich habe durchgeatmet und es ging wieder. Ich konnte ganz, ganz tief atmen. Obwohl ich so eine lange Operation hinter mir hatte, ich konnte tief atmen. Das war das erste Mal. Ich konnte wieder hier oben atmen. Und ich habe geschrien und gesagt, schauen Sie, ich kann wieder atmen. Und die dachten, wahrscheinlich spinnt die irgendwie. Und ich war so voller Freude. Und gleichzeitig hat dann mein Herz total verrückt gespielt. Also ich habe dann total starkes Herzrasen bekommen. Ja. Die haben mich angeschaut und die sind wirklich selbst auf 180 gekommen und haben gesagt, nee, das geht nicht. Ich bin dann lange auf der Intensiv geblieben und die haben mir da verschiedene Medikamente gegeben und gesagt, ja, das geht doch nicht und Sie sind doch so jung und haben keine Herzprobleme. Und ich habe immer innerlich gesagt, ich weiß, was das Problem ist. Jetzt kommen alle diese Toxine raus. Ja. Ich habe wirklich geschaut, dass ich auch einen N-Block mache, also die ganze Kapsel rauskommt und nicht irgendwas in meinem Körper noch bleibt. Gut. Aber natürlich, du hast, wie der Körper merkt, jetzt geht was raus. Er arbeitet und er hatte wirklich Mühe damit. Und ich musste dann am Anfang wirklich auch Beta-Blocker nehmen, obwohl ich wusste, das brauche ich eigentlich gar nicht. Aber ich habe dann mir das halt genommen, weil ich konnte wie nicht anders. Und dann war mir aber klar, ich glaube auch dann mein Gesicht wurde, also ich hatte keine roten Augen mehr, keine geschwollenen Augen mehr. Also ich habe dann auch Bilder, wirklich einen Tag nach Operation, wo ich besser aussah als vorher. Obwohl ich ja noch mit Schläuchen und alles in mir drin war. Und du warst einfach langsam am Vergiften mit diesen Implantaten und dein Körper hat höchstwahrscheinlich Vollgas gegeben, aber war komplett überfordert. War total überfordert, genau. Und ja, dann ging es dann wirklich so, dass ich dann, glaube ich, eine Woche im Spital war, dann ging ich wieder zu meinen Eltern nach Hause, weil ich hatte noch Schläuche, ich konnte kaum laufen, also es war dann so, dass ich wieder musste lernen, wie man normal eine Treppe geht, das war unmöglich am Anfang, ich konnte nichts heben. Hatte natürlich starke Schmerzen, das ist klar. Und als ich dann das erste Mal meine Brust sah, habe ich eigentlich geweint, weil ich war so stolz, die waren so schön. Und ich wusste in diesem Moment, dass das kommt alles gut. Ja. Und dann gab es noch einen Moment, wo ich dann meine Narbe am Gesäß sah. Und dann dachte ich, scheiße, nee, das sieht so beschissen aus. Also die war riesig, also die ging dann wirklich über beide Seiten. Und da dachte ich, nee, warum hast du das gemacht? Das sieht wirklich eklig aus. Und dann habe ich das aber irgendwie gemerkt, nee, das ist völlig okay. Du hast jetzt so eine schöne Brust, du wirst jetzt gesund und das ist doch überhaupt kein Problem. Und ja, das war auch so ein Prozess, wo man dann natürlich geht und mit sich wieder sich neu kennenlernt. Und ja, ich war aber nachher, habe ich wie einen Weg gefunden, auch mit dem umzugehen. Also ich habe dann die täglich massiert und eingecremt und mit ihr gesprochen und gesagt, es kommt alles gut. Meinem Mann gezeigt, der fand es wieder super. Er sagte, nee, ist ja gar kein Problem, du hast immer noch einen Arsch, weil ich habe danach das Gefühl, das ist alles platt hier hinten. Und dann merkte ich aber zwischen wirklich dieser Zeit, wie die Symptome langsam weggingen. So gut. Also ich musste ganz langsam entgiften wieder, also ich konnte dann wirklich, den Selleriesaft war klar, auch alles andere. Ich musste dann aber wirklich vorsichtig sein, weil wenn es wieder zu viel war, dann merkte ich, wurden die Symptome wieder stärker. Und es dauerte dann wirklich eigentlich, seit ich gestartet bin mit Anthony bis jetzt, das sind 2,5 Jahre. Ja. Und ich habe eigentlich von diesen Symptomen, sind es glaube ich noch etwa 5, die ich habe. Ich weiß nicht, ob ich mal erzählen soll, welche das waren. Machen wir mal eine Vorher-Nachher. Genau. Also es ist eine ganze Liste. Ja. Ich muss gleich schauen, ich fange hier an. Genau. Also seid ihr bereit? Also die ständig Schmerzen, müde, das kennst du, die Blasenprobleme, Reflux, Sodbrennen, Endometriose, starke Schmerzen, Blutungen, Durchfälle, Verstopfung, Magen-Darm-Krämpfe. Ich hatte dann teilweise auch mal noch den Verdacht auf Morbus Crohn. Ja. Das war aber so, dass dann wirklich mit meiner gesunden Ernährung das eigentlich wie wegging. Sehr, sehr starken Schwindel, also immer die Woche, glaube ich, 2-3 Mal hatte ich den. Dann Kopfschmerzen, Migräne, Licht, Wärmeempfindlichkeit, innere Unruhe, leichte Depressionen.
Eben die Wortfindungsstörungen, die du auch kennst, Schwäche und Zittern, dass ich manchmal wirklich einfach so nicht da war. Taube Hände und Füße, Herzrasen, hoher Puls, Schlafstörung, also ich konnte nicht einschlafen, nicht durchschlafen, war morgen nicht wirklich erholt, trockene und geschwollene Augen, rote Augen, Blähungen natürlich, die starken Brustschmerzen wie Herzinfarkt, manchmal ein Stechen, manchmal Ausstrahlen bis in den Arm nach vorne, dann Muskelschmerzen, Gelenkschmerzen, so wie als hättest du eine Grippe, den Tinnitus sehr, sehr stark, den ich hatte, diverse Mal Atemnot, Nackenschmerzen, also zum Teil kaum mehr irgendwie was machen können, Rheuma, das ich hatte, dann Übelkeit gegen Lebensmittel, also manchmal konnte ich nicht mal eine Zwiebel essen, da wurde mir also wirklich schlecht. Dann brennende Füße, also die wurden einfach rot und brennend, da konnte ich zum Teilweise gar nicht mehr drauf stehen, die Reizblase. Schmerzen an den Rippen, da ich wegen der Brust, den Implantaten immer seitlich schlafen musste, konnte ich das teilweise nicht mehr wirklich. Dann so Schluckbeschwerden, also ich konnte die Nahrung nicht mehr richtig schlucken oder Tabletten hatte ich Mühe, das hatte ich natürlich seit der Chemo so ein bisschen. Auch so ein Kloß im Hals, da hat man immer gedacht, du hast wegen der Schilddrüsenprobleme, weil das bei uns in der Familie ist. Da konnte ich teilweise weder eine Kette noch einen Rollkragen noch irgendwas tragen. Dann sehr, sehr starker Haarausfall. Also ich habe früher blonde Haare gehabt, die musste ich dann halt wieder natürlich tönen, weil ich konnte die büschelweise rausziehen. Dann, ich konnte die Türe nicht mehr selber öffnen, Taschen nicht mehr tragen, Gehirnnebel, so eben das Vernebeltsein, nicht mehr richtig da sein, Gedächtnisverlust, wo ich einfach Dinge vergessen habe. Ich dachte, das ist doch gar nicht so, das weiß ich gar nicht. Dann so geschwollene Lymphe, manchmal auch unter den Armen oder hier. Und da hatte ich natürlich immer Angst, jetzt ist der Krebs wieder da, oder? Weil das kenne ich von daher. Dann dunkle Hautflecken und ganz, ganz starke dunkle Augenringe, dass ich manchmal wirklich aussah, wo die Leute mich angeschaut haben, hey, bist du krank, was ist mit dir? So Schleim im Hals, obwohl ich nicht krank war. Oder manchmal auch so das Gefühl, wo ich gefühlt 2-3 Liter Wasser trinken konnte und ich hatte immer noch Durst. Ich habe wirklich das Gefühl, ich verdurste innerlich. Dann einfach Gewichtszunahme. Also ich war ja immer eher schlank, aber ich hatte das Gefühl, so im Gesicht, so Wasser, in den Beinen, im Bauch, ganz komisch. Hitzewallungen, da hatte ich immer Angst, jetzt kommst du in eine Menopause, weil du hast so viel erlebt, jetzt ist es wirklich soweit. Dann wieder starkes Frieren aufs Mal. Das habe ich teilweise immer noch ein bisschen. Beinschmerzen, ich konnte nicht mehr aufstehen, nicht mehr gehen. Schlechte Leberwerte, Blutwerte, Zahnschmerzen. Ich hatte plötzlich auch, als wir mal in die Ferien gingen, im Flieger, so Schmerzen, dass ich das Gefühl hatte, ich habe irgendwie ein Loch oder so, Medikamente nehmen musste, aber da war nichts, der Zahnarzt hat nichts gefunden, also ganz komisch. Akne, da hatte ich wirklich so stark, Ekzem auch um die Augen herum, das nicht wegging. Dann juckende und brennende Haut, also manchmal wirklich teilweise, wo ich dann nicht gekratzt habe. Dann die Libido, was ich schon erzählt habe, mit dem hatte ich ganz, ganz starke Probleme. Also das konnte ich mit mir nicht so vereinbaren. Und halt das PMS, dass einfach diese Schmerzen während der Menstruation einfach nicht besser wurden. Und jetzt kann ich wie sagen, dass eigentlich ziemlich alle Symptome weg sind. Das ist die Akne, wo ab und zu noch kommt, die ist noch da. Die Libido, wo einfach noch ihre Zeit braucht, die ist manchmal da und manchmal versteckt sie sich ein bisschen. Und dann manchmal halt auch bei der Endometriose hatte ich wirklich 7 Tage ganz, ganz starke Schmerzen und Blutungen. Und das ist jetzt wirklich auf einen Tag, da habe ich auch diese Schmerzen. Und manchmal muss ich gar nichts mehr nehmen, aber manchmal nehme ich wirklich auch noch ein Medikament, weil ich einfach merke, es geht nicht anders, weil ich habe schon zig andere Dinge ausprobiert, aber ich weiß, mein Körper braucht jetzt einfach Zeit und das ist okay. Und ich glaube, der Rest, Schwindel hatte ich, glaube ich, mal vor 2 Monaten, so einfach wie so ein Aufflammen der Symptome, das ist aber auch ganz normal, dass es mal wieder kommt. Und bei der Müdigkeit ist so, wenn ich arbeite und viel, viel Stress habe, dann weiß ich, dass ich einen Tag später einfach wieder leicht müde bin und mir die Zeit nehmen muss, aber es ist nicht mehr so, dass ich gar nichts mehr machen kann. Aber auch wenn es mal so sein sollte, dann weiß ich einfach, ich brauche Zeit und ich muss mir die Zeit wirklich geben. Und dann mache ich auch viel, wir machen teilweise zusammen Yoga zu Hause.
Ich bin jetzt neu ein bisschen ausprobieren mit Meditation, da wieder hineinzukommen. Und früher hatte ich wirklich dann immer exzessiv Sport gemacht, weil ich dachte, ja, du musst schlank sein und sportlich sein, muskulös und dann wird die Müdigkeit auch wieder. Und das kann ich nicht mehr, weil ich weiß, es ist Gift. Das ist wirklich Gift. Ja, das ist auch ein bisschen traurig, gell, dass man nicht mehr so sportlich sein kann. Du hast ja auch einen sportlichen Partner, ich auch. Genau. Und ich kann das einfach nicht mit ihm teilen, aber ich denke dann so, okay, aber wenigstens kann ich wieder arbeiten. Genau. Wie viel kannst du denn jetzt im Moment wieder arbeiten? Genau, ich bin momentan 70% am Arbeiten. Das ist in der Schule so, dass ich an 3 Tagen arbeite. Das ist immer Montag, Dienstags, dann habe ich einen Tag Pause für mich und dann donnerstags nochmals und dann wieder einen Tag Pause. Und super. es ist, das geht, aber wenn ich zum Beispiel merke in der Arbeit mit den Kindern oder sonst ist wirklich Stress da, dann brauche ich wirklich an den Tagen dazwischen Ruhe. Ja. Ansonsten kann ich jetzt, clever. Genau, kann ich sehr gut jetzt wirklich nebenbei noch mein Studium beenden. Das wäre früher nie möglich gewesen. Genau. Ich glaube, da will jemand raus. Du bist eine. Ich bin auch wichtig. Interview mich. Ich habe auch was zu sagen. Hallo, ich bin Zickzack. Ich bin kleinwüchsig. Wie fühlt sich das denn an? Ja, also die Katzen sind größer als ich. Oh. Ja, ist ja gut. Er liebt halt seine Mama. Der will immer bei mir sein. Er braucht dich. Ja, ist ja gut. Ja, so schön. Jetzt wurden wir unterbrochen. Genau. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir waren. Ja, bei all den Symptomen, die weggegangen sind und was noch ein bisschen da ist. Aber das ist ja unglaublich, oder? Das ist unglaublich. Und das ist mit der Ernährung, mit natürlich einem angepassten Lebensstil. Genau. Ich habe ja auch ein Interview mit dir gemacht für den Chronic Fatigue Syndromfilm. Und da sieht man auch ein bisschen noch mehr, wie du auch mit dieser Müdigkeit umgegangen bist. Ja, Wahnsinn. Also es ist so eine krasse Geschichte. Ich bin echt ein bisschen platt davon, weil, also ich kann mir gar nicht vorstellen, wie du das alles geschafft hast, rein mental. Du hast so eine mentale Stärke, das ist wirklich. Wie ist es, kommt es manchmal noch hoch, dass all das, was du erlebt hast, ich meine, das waren verschiedene schlimme Unfälle, die man dir äußerlich aber nicht ansieht. Wie gehst du damit um? Genau, also manchmal eben, wenn ich darüber spreche, wenn man gemerkt hat, dann kommen mir manchmal die Tränen, weil ich einfach merke, okay, das hast du irgendwie alles geschafft und dann wird es mir bewusst und dann kommen manchmal die Tränen. Aber es ist auch so eine Freude, weil ich weiß, ich habe es geschafft. Und ja, viele sagen, ja, ich hab da irgendwie eine Meditation gemacht, ich habe irgendwie im Glauben, im Spirituellen mich gefunden. Das kann ich so gar nicht sagen. Ich weiß nicht, ich habe einfach ein Urvertrauen gegenüber mir, meinem Körper, der gesunden Ernährung. Und natürlich mein Mann, der mich unterstützt und auch immer wieder sagt, du machst das richtig. Und ich habe einfach Bock zu leben. Und das ist so, ja, ich weiß nicht. Doch, das ist so ein Heilmittel, Bock aufs Leben zu haben. Das ist mega. Ja, ich kann es gar nicht anders sagen, weil ich wache am Morgen auf und manchmal ist es nicht gut, manchmal hat man Schmerzen, das habe ich auch jetzt manchmal ganz, ganz selten noch. Aber dann freue ich mich über die kleinen Dinge. Ja, ich kann morgen aufstehen, ich kann etwas essen, trinken, dann gehe ich raus in die Natur, entdecke kleine Dinge, wo ich manchmal fast ausflippe, weil die so toll sind. Wo ich denke, spinnst du eigentlich? Aber es ist doch genau das, die kleinen Dinge, die man schätzen lernt und die einem wichtig werden. Es braucht gar nicht mehr, es braucht gar nicht das Geld oder ganz viele Freunde oder Erfolg oder irgendwie. Es braucht einfach, dass man die richtigen Menschen hat, die richtige Einstellung und so das Vertrauen, dass es einfach wieder gut wird. Und ich glaube, das habe ich zwischendurch vielleicht manchmal verloren. Es gab danach mal eine Zeit lang, wo ich wirklich auch mal zu Hause bleiben musste, weil ich auch gemerkt habe, mein Job gefällt mir nicht mehr. Da gab es auch eine Phase. Und dann habe ich gemerkt, nee, jetzt musst du dich wieder mit dir selber auseinandersetzen, du musst dich wieder finden. Und dann kommt es aber auch wieder gut, dieses Vertrauen. Und das ist bis jetzt immer so gewesen, es ist immer gut gekommen. Und auch wenn irgendwas wieder mal nicht ging, dann ging es halt wieder einen Schritt zurück, aber dann ging es nachher wieder einen Schritt vorwärts. Ja. Vielen Dank, Jasmin, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank auch, dass ich das durfte. Es ist mir eine große Ehre und ich hoffe, irgendjemandem da draußen hilft es vielleicht oder
hört das und bekommt Bestimmt. vielleicht ein bisschen Mut. Da bin ich mir mega sicher. Vielen Dank, dass ihr auch dabei wart und gelauscht habt. Und ich möchte das Abschlusswort von dir zitieren. Bock aufs Leben. Das wünsche ich euch, einfach mega Bock aufs Leben und daran festhalten, was euch Hoffnung gibt. Und das ist individuell, das ist für jeden anders. Aber haltet an diesem Hoffnungsfunken fest. Danke, dass ihr zugeschaut habt und ja, wir freuen uns auf Kommentare natürlich. Tauscht gerne aus, auch wenn ihr Fragen habt noch, wir beantworten die super gerne. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. It's just one try. Oh, what if I told you you took my breath away? And what if I told you I wish that I could stay? Is it a mistake? Will my heart break? Or will you love when I say? What if I told you you took my breath away? What if I told you you took my breath away?